Hallo und willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich stelle für euch jetzt die Frage, wann eine bestimmte Situation, in der ihr euch jetzt gerade befindet, endlich für euch enden wird. Also die Frage lautet, wann endet diese Situation endlich für dich, beziehungsweise auch, wann oder wie wird diese Situation für dich enden? Also vielleicht erscheint hier auch ein Wie. Okay. Ich werde zuerst die Situation beschreiben, ja, so im Großen und Ganzen. Es ist eine allgemeine Legung. Wenn ihr resoniert, könnt ihr weiterschauen und auch wenn nicht, könnt ihr vielleicht trotzdem einige nützliche Impulse für euch bekommen. Zum Beispiel, wenn ihr euch irgendwann in der Zukunft in solch einer Situation befinden solltet. Ja, für einige ist es vielleicht auch eine Divination. In diese Situation könntest du kommen und wenn ja, was solltest du dann tun? So, ich schaue mit dem Tarot of the Dream Enchantress. Jetzt sind sie alle draußen. Wunderschöne Karten. Einige kennen sie schon, die schon einige Videos von mir gesehen haben. Es ist ein Fantasiedeck. Ich liebe es. Und ich verwende es auch sehr, sehr gerne. Sehr oft. Wann wird diese Situation für dich enden? Um welche Situation geht es hier? Oder um welche Situationen kann es sich hier handeln? Welche Situation? Oh, die Gerechtigkeit. Okay, du fühlst dich vielleicht ungerecht behandelt oder bekommst nicht das, was du möchtest. Hier hat es wahrscheinlich auch etwas mit anderen Menschen zu tun. Ja, kann sein, muss nicht sein, dass dir etwas nicht gegeben wird, von dem du dir denkst, das steht mir aber zu. Ja, das habe ich verdient. Bei einigen kann es um einen Neustart gehen oder damit zu tun haben, wie zum Beispiel Umzug oder ein neuer Arbeitsplatz. Ja, auch vielleicht das Weggehen von etwas. Bei einigen kann das schon länger anhalten und ihr hättet gerne so schnell als möglich eine Lösung, weil das auch ein bisschen so belastend ist. Ja, vielleicht ist es nur eine sachliche Angelegenheit, aber es ist für euch emotional belastend. Ja, und ihr möchtet endlich, dass das Ganze endet, weil ihr genau wisst, wenn das endlich endet, dann ist das irrsinnig wertvoll für mein Wohlbefinden. Ja, das trägt absolut zu meinem Wohlbefinden oder zu meiner Lebensfreude bei. Und das kommt auch schon gleich die Karte der Freude, 10 der Kelche, ja, unter anderem. Und ihr hattet auch vielleicht auch in letzter Zeit, das kann sich auch über Monate hinweg strecken, immer so das Gefühl, so jetzt wird es soweit. Ja, ihr seid vielleicht aufgewacht mit einem Gefühl, ich glaube, heute wird es endlich enden oder heute kommt endlich eine Art Aktualisierung. Ich bekomme vielleicht eine Information, also ihr bekommt vielleicht eine Information, sodass das endlich sich ins Positive richten wird. Ja, ihr habt euch immer so kurz vorm Ziel gefühlt. Ja, 6 der Münzen. Das ist noch so eine Bestätigung. Wird bei vielen etwas damit zu tun haben, dass ihr etwas von einer anderen Person bekommen sollt oder von einer Organisation, vielleicht auch von einer Firma, von einem Verein, vielleicht auch von der Regierung. Kann auch mit den Finanzen zu tun haben, ja, weil 6 der Münzen nun mal, das ist so eine Karte der Aufteilung, auch des Schenkens, auch der Wohltat. Ja, kann auch bei einigen so eine finanzielle Unterstützung sein. Ja, vielleicht etwas, von dem ihr wisst, okay, andere Leute haben das auch schon bekommen. Vielleicht auch, obwohl sie es nicht so dringend benötigt haben oder nicht unbedingt benötigt haben wie ich. Mit der Frage, warum bekomme ich das denn nicht? Ja, warum ist das denn jetzt für mich so kompliziert? Es kann ja auch sein, dass ihr jetzt sehr verkrampft daran anhaltet. Und das Problem ist dann,
dass wenn etwas verkrampft gewünscht wird, ja, das gehört nun mal zur Kraft der Gedanken, zum Gesetz der Anziehung, gerade dann passiert es nicht. Ja, wenn sich ein Mensch verspielt, denkt, ach, das wäre doch nicht schlecht, wenn das in meinem Leben passiert, gerade dann passiert es. Ja, oder wenn es sich wirklich wenn es wichtig ist und ich wünsche es mir, dann muss es wirklich mit Dank, mit Freude und mit Zuversicht ins Leben gezogen werden, ja, durch solche Gedanken und nicht, ich will das jetzt haben. Ja, so gleich als kleiner Input von mir. So, das war jetzt die Beschreibung der Situation. Gut. Wann wird das Ganze denn für dich enden? Ja, wann, in dem Fall passt wahrscheinlich dann eher, wann wirst du denn endlich das bekommen, was du möchtest oder von dem du glaubst, dass es dir zusteht? Ich bleibe jetzt mal bei der Frage, wann. Bis zum ganz endgültigen Abschluss kann es für einige sogar bis zu 2 Jahre dauern. Ich schaue noch mindestens. Ritter sind die Zahl 12, 7. Aber mindestens 7 bis 12 Monate, ja, dass das wirklich abgeschlossen ist. Das heißt nicht, dass es bis dahin noch nicht ein weiterer Fortschritt möglich ist, oder dass vielleicht das Ganze nach und nach gelöst wird. Ja, dass zum Beispiel auch wenn es um die Finanzen geht, dass ihr vorher schon ein bisschen etwas bekommt und dann ist es aber abgeschlossen und habt ihr den gesamten Betrag bekommen. Ja, wie schaut es denn aus mit dem Fortschritt bis dahin? Wichtig ist, dass ihr die Gedanken ruhen lasst, ja, eben nicht verkrampft anzuhalten. Vielleicht auch einmal noch so diesen Wunsch aussenden und ihn dann vergessen. Ja, so funktioniert das auch. Das ist auch ein möglicher Trick, ja, etwas auszusenden, das möchte ich haben, mit den richtigen Energien und es dann zu vergessen. Ich habe hier bei einigen die Tendenz, dass sich noch von außen mindestens eine Person oder auch Firma einmischen wird. Das wird aber positiv sein, ja, und sich um euch bemühen wird, ja, also dass ihr da wirklich, ja, es gibt ja Leute, die sind auch beruflich dazu verpflichtet, ja, das gehört zum Teil des Berufs und diese Person erfährt davon oder es wird dann erst dann zu dieser Person weitergeleitet, ja, und sobald diese Person darüber erfährt, klingt sie sich ein und hilft dann mit. Ja, weil sie einfach diese Möglichkeit hat, das zu bestimmen. Es gibt aber auch Menschen, die oft auch in Kombination mit ihrem Beruf selbst Ähnliches erfahren haben. Ja, da kommt dann die Empathie zur Geltung und dann sagen sie, ich gönne das dieser Person auch. Sie ist ja ein armer Hund und bekommt das sonst vielleicht nicht, ja. Ich sehe hier auch den Turm so, dass hier wirklich da von oben eine Art Kraft, wie eine Art Zwang, ja, runterfallen muss. So wie es jetzt ist, so wie es jetzt gefestigt ist und es keinen Fortschritt gibt, da muss wirklich etwas runterfallen, damit sich etwas verändert. Da muss wirklich aktiv etwas gemacht werden. Ich schaue hier mal, ob ihr das irgendwie beeinflussen könnt, ja, dass ihr zu dieser Quelle kommt, zu dieser Quelle der Hilfe. Bei einigen kann es helfen zu recherchieren, ja, oder einfach sich nochmal in Ruhe
hinzusetzen und logisch zu überlegen, wer könnte mir eigentlich helfen, ja? Wer hätte vielleicht auch, und dann auch, wer hätte vielleicht auch einen Grund, mir zu helfen? Ja, in dem Sinne, ja, Menschen brauchen ja auch eine Motivation, um helfen zu wollen. Und hier sind die Kinderleins erstaunt, wie es denn dieser Person gut gehen kann, obwohl sie nichts hat. Ja, das ist eigentlich eine Karte der Armut. Das heißt, welcher Mensch hätte eigentlich einen Grund, vielleicht auch einen enthusiastischen Grund, mir zu helfen? Ja, vor allem, egal um welche zum Beispiel finanzielle Zulage es gehen würde, welche bekannte Person in eurer Umgebung war auch einmal in so einer Lage und wollte ja, Geld haben und Geld, das dieser Person schon zustehen würde, und hat es dann letztendlich bekommen. Ja, weil diese Person hat auch diesen Prozess durchgemacht. Und da könnt ihr euch auch vielleicht an eine bekannte Person wenden und von ihr Informationen bekommen. An wen kann ich mich denn wenden? Ja, es ist wirklich oft oft ist vieles so eine Art, ja, wie Mundpropaganda. Durch diesen Wissensaustausch, durch dieses Tratschen auch, kann Menschen sehr stark geholfen werden, weil es bringt nichts, wenn ihr im Internet recherchiert manchmal und herausfindet, so und so kann es laufen. Wichtig ist eher, wen habe ich in meiner Umgebung, der da wirklich Kenntnisse hat und mir helfen kann. Ja, also bei einigen ist es auch noch wichtig zu recherchieren. Dann haben wir noch, wie wird diese Situation für dich enden? Ja, das wollte ich ja auch noch wissen. Wichtig ist auch weiterhin positive Hoffnung zu sein, ja, eben nicht die verzweifelte Energie, sondern ich brauche das und daher wird es auf mich zukommen. Vor allem werde ich es bekommen, wenn auch das Universum es so sieht, dass ich es brauche. Ja, wir bekommen ja meistens das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Bei einigen kann es auch sein, dass hier ein Umzug nötig sein wird. Es wird nicht auf viele zutreffen. Wie? Ja, es hat auch ein bisschen was mit Ausgleich, sehe ich da schon wieder, zu tun. Ja, ihr müsst hier irgendwie einer anderen Person etwas bieten oder wissen, dass euch diese andere Person etwas bieten möchte, zum Beispiel aufgrund Empathie, um das zu bekommen. Ja, das muss hier so ein positives Hin und Her sein. Ja, und Menschen helfen auch gerne. Es kann auch sein, dass ihr in eurer Umgebung einen kompetenten Menschen habt, der hier irgendeine Art Machteinfluss hat, der vielleicht auch wirklich nicht in dieser Situation war. Aber wenn ihr sagt, ich habe das Problem, ich benötige bitte Hilfe, ja, oft ist es auch wichtig zu sagen, ich benötige Hilfe, und die Person weiß, okay, ich kann hier helfen, dann machen das auch einige, weil sie sich einfach gut dabei fühlen. Ja, Menschen machen ja generell alles, was ein Mensch macht er immer aus egoistischen Gründen, ja, laut Psychologie. Das bedeutet auch, wenn eine Person Krankenschwester ist, macht sie ihren Job, weil sie sich dann gut fühlt, indem sie anderen hilft. Es ist alles immer egoistisch und das ist völlig okay. Kein Mensch wird Ressourcen von sich nutzen, Energie hergeben, ohne selbst einen Nutzen daraus zu ziehen. Ja? Und wenn es nur der Nutzen ist, sich selbst wegen etwas gut zu fühlen. Und da ist hier auch ein gutes Potenzial, dass ihr, wenn ihr einer Person vielleicht auch eher sachlich, ja nicht unbedingt emotional sagt, so schaut's aus, ich benötige hier Hilfe, weißt du eine Person, die ja vielleicht auch ein bisschen so mit Schmeicheln, die kompetent genug ist, um mir hier zu helfen. Ja? Und dann kann es sein, dass das Gegenüber sich denkt, ach, ich habe da diese Ressourcen, ich habe da diese Macht, ja, ich habe natürlich die Kompetenz, ach, ich helfe ihr jetzt mal. Und dann fühlt sich die Person erstens mal kompetent und vielleicht auch dann noch gut im Endeffekt, wenn sie geholfen hat. Ja, so funktioniert die Psyche der Menschen unter anderem.
Also es wird hier, ich muss hier sagen, bei vielen noch erforderlich sein, erstens mal positiver zu denken, es nicht verbissen zu wollen und zweitens sich Hilfe zu holen. Ja, wir sind alle auch auf diesem Planeten, um uns gegenseitig zu helfen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und es kann ein Mensch in die Energie kommen, ach, jetzt tue ich schon so lange damit herum, es geht nichts weiter, ich glaube, das wird nicht besser. Ja, das ist dann schon so eine verzweifelte Energie. Und dann ist es irrsinnig schwer, da aufgrund dieser Energie nicht um Hilfe zu bitten. Also um Hilfe zu bitten ist dann schwer, ja. Vielleicht auch, weil es ohnehin schon das Ganze so ein bisschen runtergezogen hat, einen selbst. Und wenn ich dann um Hilfe bitte und ich bekomme eine Abfuhr, dann ist das noch schlimmer für mich, ja. Okay. Dann lasse ich mal die Karten frei sprechen. Was wird euch hier zudem geraten? Ja, einmal frei sprechen lassen. Was solltet ihr jetzt noch wissen darüber? Vielleicht auch gleich mit Ratschlag, je nachdem. Bei einigen kann es auch sein, dass es wichtig ist, sich von der spirituellen Welt ein bisschen Hilfe zu holen. Ja, so ein bisschen in den Gedanken, eine Aufnahme zu machen, nicht Kontakt, aber so, ja, bei einigen kann es eine Art Beten sein. Bei anderen vielleicht geht es per Meditation. Es hat auch was mit den Gedanken zu tun. Das heißt, ihr versucht euch mit euren Vorfahrinnen zum Beispiel zu verbinden und dann ihnen zu sagen, bitte könnt ihr mir helfen. Ich benötige jetzt für diese Situation Hilfe. Ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Ich brauche eine Art Wegweiser. Ich brauche eine Art Leitung, damit ich herausfinden kann, wie ich zu meinem Ziel komme. Ja? Oder vielleicht könnt ihr auch irgendwie es pushen, die Energien so leiten, dass ich zu diesem Ziel komme, weil ich glaube, dass ich das im Moment wirklich benötige. Ja, auch immer wenn nicht dieses ich will das jetzt haben, wäre auch verbissen, sondern es heißt ja eben, wir bekommen das, was wir brauchen und wir bekommen nicht unbedingt das, was wir wollen. Und wenn ihr sagt, oder denkt, ja, fühlt, ich glaube, dass ich das jetzt brauche, dann ist das die beste Energie. Ja, weil entweder es kommt dann so oder es kommt etwas anderes, das ihr eben wirklich benötigt und auch etwas damit zu tun hat. Ja, also quasi eine anderwertige Lösung, als wie ihr sie euch bisher vorgestellt habt. Wir haben hier nämlich 7 der Kelche, ja, hat auch was mit Illusion und Wünsche zu tun und hier haben wir eben eine Mutter, die nur das Beste für ihre Kinder will und hier kamen mir eben gleich einige Ahnen rein, einige Vorfahrinnen, eben Kontakt mit dieser spirituellen Welt, aber schon mit vertrauten Energien. Ja, muss ja nicht sein, dass ihr sie gekannt habt. Ja, es kann auch die Mutter der Mutter der Mutter der Mutter sein. Ja, ja, und es sind immer so Restfragmente vorhanden. Es ist immer eine Restenergie vorhanden, selbst wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Okay, so, das war jetzt schon viel für eine Karte. Ja, unbedingt Ausschau halten. Vor allem, wenn ihr das in euer Leben integriert, nicht zu verbissen. Und egal, was ihr unternehmt, wenn ihr rausgeht und ihr schaut euch um in der Umgebung, hier schaut sie sich um und denkt, und dann versucht in euer Leben zu ziehen, was könnte mich jetzt in meiner Umgebung inspirieren, was dieses Problem betrifft. Sehe ich gerade irgendetwas um mich herum, wodurch ich eine Inspiration bekommen könnte, um mir selbst quasi zu helfen, um dieses Problem zu lösen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, mehr aufmerksam leben, mehr bewusst leben. Aha. Die Hohepriesterin. Ach ja, stimmt. Da ist ja eigentlich beim Deck die Hohepriesterin. Ganz vorne.
Das ist mir jetzt noch gar nicht so bewusst gewesen, dass das die Hohepriesterin da vorne ist. Oder ich habe es wieder vergessen. Okay. Ja, auch hier liest sie ein Buch. Es hat wieder was mit Recherche zu tun. Und auch wenn ihr recherchiert, es ist immer so wichtig, im Moment auch die richtigen Energien auszusenden, um die richtigen Ergebnisse zu bekommen. Auch wenn ihr im Internet recherchiert, ja nicht, ich muss das jetzt machen und ich habe jetzt keine Zeit und ich brauche jetzt unbedingt schnell die Ergebnisse. Das ist auch so eine verkrampfte Energie, sondern einfach, ja, ich sage euch jetzt genau das Gegenteil. Es kann auch ihr müsst es jetzt nicht so denken, aber es geht um die Energie. Es kann auch eine ruhige Energie sein. Aber wenn ich es jetzt übertreibe, ja, und sehr, sehr freudig darstelle, dann wäre das so, jetzt setze ich mich mal vor dem Computer und recherchiere ein bisschen im Internet und dann schaue ich einmal, ob ich hier irgendetwas herausfinde. Das macht jetzt Spaß, ein bisschen mal recherchieren. Vielleicht erfahre ich auch etwas anderes, was für mich wichtig ist. Ich schaue doch mal. Ja, das ist so ein bisschen freudig und auch ein bisschen locker und lässig. Es ist das Gegenteil von verkrampft sein. Ja, ihr schaufelt euch nur die Energie frei zu eurem Ziel, wenn ihr auch selbst ausgeglichen seid, wenn ihr die Energien frei fließen lasst. Und verkrampft etwas haben zu wollen oder wegen etwas schon verbissen oder verbittert zu sein, das blockiert den Energiefluss. Nicht euren eigenen, ja auch euren eigenen, sondern diesen Energiefluss zu dem Ziel, zu dieser Lösung. Okay, so, ich schaue noch kurz. Gut, 3 Karten ziehe ich noch. Ich will jetzt wirklich, ich meine, das waren ja schon Ratschläge, aber ich möchte jetzt hier noch konkrete Ratschläge, ja. Und in dem Fall muss ich sagen, mache ich hier die Ausnahme. Ja, es kann jetzt auch nützlich sein für diejenigen, die vielleicht sogar bis jetzt mitgeschaut haben, obwohl sie sich nicht in dieser Situation befinden. Ja, dann kann das auch für euch ein Impuls oder eine Inspiration sein, aber grundsätzlich möchte ich jetzt noch für diejenigen, die hier wirklich resoniert haben, noch einen zusätzlichen Ratschlag ziehen. Ja? Kann auch jetzt nicht unbedingt was mit dieser Situation zu tun haben, sondern einfach noch etwas Positives für euch, das ihr im Moment wissen solltet. Wow, ich sage positiv, so das erscheinen die Liebenden. Wenn ihr etwas macht in eurem Leben, dann macht es mit Liebe und mit Freude. Ja, dann bleibt es länger im Leben bestehen oder ihr zieht umso mehr genau so etwas oder so etwas Ähnliches wieder in euer Leben. Ja, einfach dieses bewusste Leben. Ich mache das jetzt bewusst, ich mache es gerne und ich erfreue mich daran. Ja, und ich empfinde Liebe für mich selbst und für meine Umgebung. Das klingt jetzt für einige kitschig und ich meine damit jetzt nicht sich aufopfern, absolut nicht, sondern auf sich selbst achten und auch gegenüber der Umgebung rücksichtsvoll zu sein und es grundsätzlich mit allen gut zu meinen. Ja, natürlich werdet ihr euren schlimmsten Feinden nicht irgendwie das Beste oder Gutes wünschen. Ja, das ist ja auch vergebene Kraft. Aber grundsätzlich, ich möchte, also so dass ihr euch denkt, ich möchte, dass es mir gut geht und ich gönne generell es auch allen anderen Menschen, dass es ihnen gut geht. Ja, warum sollte ich einen wildfremden Menschen denn was Schlechtes wünschen? Nein, ihm soll doch Gutes widerfahren. Das ist doch okay. Das ist doch eigentlich auch schön, wenn ich auch gönnerhaft anderen gegenüber bin. Ja, einige waren bisher gar nicht in dieser Energie. Ja, dass sie sich immer nur gedacht haben, oder nicht einmal das gedacht haben, sondern dass sie sich so wie alle Menschen nur das Beste für sich selbst herausnehmen und sich eigentlich gar nicht über das Leben und über das Wohlbefinden, vor allem was fremde Menschen betrifft, Gedanken gemacht haben. Ja, aber das ist auch, das ist dann auch quasi sein Herz öffnen. Und ihr fühlt euch dann freier und ihr fühlt euch auch ein bisschen mehr
mit der Welt verbunden und auch sicherer auf diesem Planeten. Ja, es ist nicht schön, wenn man sich nicht sicher fühlt, egal was hier alles los ist, egal ob zur Zeit oder in der Vergangenheit. Und ja, ich sehe das jetzt auch so ein bisschen, oh, okay. Ich habe mich schon gewundert, was jetzt die zweite Stäbe in der Mitte das soll. Das ist grundsätzlich so eine Karte der Pläne. Aber wir haben hier so ein Lagerfeuer. Ich sehe das jetzt gerade als Kriegsfeuer und hier hat sie so einen Speer. Ja, ich soll das hier noch als Zusatzinfo sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwann schon mal erwähnt habe. Wenn ihr euch fragt, ja, warum geht es anderen Menschen so schlecht? Warum gibt es irgendwo Kriege und uns oder mir geht's gut, ja, und andere müssen leiden. Ich habe mich das selbst auch mal gefragt, weil es einfach so schwer ist, das zu begreifen. Und eine Energetikerin und Astrologin hat mir gesagt, grundsätzlich, ja, wenn irgendwo Menschen leiden, ja, lange leiden, zum Beispiel aufgrund Krieg oder so, meistens haben diese Menschen selbst noch ein Karma auszutragen. Und deswegen sollte sich ein Mensch generell nicht so viele Gedanken darüber machen, wie es anderen schlecht geht. Ja, es klingt hart, aber andererseits klingt es auch ein bisschen logisch. Und das hat mich ein bisschen so beruhigt, ja, dass ich nicht immer so, nicht vielleicht dazu tendiere, zu viel Mitleid mit anderen kompletten fremden Menschen zu haben, denen Schlechtes widerfährt. Und auch hat es mich beruhigt, dass ich weiß, mir passiert so etwas nicht, ja, außer ich hätte es karmisch verdient. Ja, warum soll mir extremst Schlechtes passieren, wenn ich es karmisch nicht verdient hätte? Das ergibt keinen Sinn. Ja, wer wirklich sich nach der Quantenphysik richtet, und das ist nun mal eine Wissenschaft, ja, das sind eben die Energien, Kraft der Anziehung, findet es auch wirklich unlogisch oder fände es unlogisch, wenn etwas Schlechtes einem Menschen passieren würde, der es absolut nicht verdient hat. Absolut nicht. Weil wie hätte dieser Mensch das in sein Leben gezogen? Das geht ja gar nicht. Ja, es ist immer ein Hin und Her. Reaktion oder Aktion und Reaktion. Ja, Ping-Pong. Ping-Pong. Okay. Ja, und es muss auch nicht alles Schlechte, was passiert, muss auch schlecht sein. Es kann sich etwas zum Guten wenden. Ja, wenn zum Beispiel ein Mann sage ich jetzt schon, weil ich so viele Liebeslegungen mache, wenn ein Mensch zum Beispiel eine schwere Krankheit bekommt, ja, natürlich ist sie schlimm, vielleicht muss der Mensch leiden, aber das kann vielleicht auch ein gutes Ergebnis haben. Vielleicht fängt er mal an, richtig zu leben. Vielleicht hört er dann auf, zu leben, um zu arbeiten, was viele machen. Ja, wir leben nicht, um zu arbeiten, wir arbeiten, wenn dann, um zu leben. Und dann kann er sich endlich mal eine Pause gönnen, ja, und auf sich selbst schauen, im Privaten. Eigentlich ist das richtige Leben das Privatleben, ja. Schauen, was will ich machen, was will ich noch in meinem Leben erreichen. Er achtet erstmals richtig im Leben auf sich, ja, auf seine Gesundheit und fängt an, bewusst zu leben, ja. Oft braucht es einen schweren Schicksalsschlag, also eine Krankheit etc., dass Menschen anfangen, sich für sich selbst mal zu interessieren, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Oder oft ist es auch bei Frauen, die, ja, so entgegen wie ich es immer sage, die eine Beziehung oder Ehe nicht richtig aufgebaut haben, ja, dass die dann eigentlich mit dem Mann nicht mehr zusammen sein wollen, dann bleiben sie zusammen aufgrund der Kinder, manche halten es gar nicht aus und lassen sich noch scheiden, wenn das Kind auch ein Kind ist und dann kommt irgendwie dadurch diese Bewusstseinserweiterung und diese Frauen, ja, so 40, 50, vielleicht auch 60 Jahre alt, fangen dann nach der Scheidung an, plötzlich sich mit Esoterik zu beschäftigen oder werden Energetikerinnen oder auch nur Heilmasseurinnen. Ja, immer etwas Schlimmes, um das mit dieser Bewältigung oder Überwindung kann eben bewirken, dann endlich mal bewusst zu leben. Also es passiert auch viel Schlimmes, ja jetzt nicht so Schlimmes wie jetzt unbedingt Krieg, ja, könnte sein, um dann oder was im Endeffekt dann für einen selbst tatsächlich gut ist. Ja. Also das Schlimme, das passiert,
kann im Endeffekt dann eine positive Wendung für das eigene Leben sein oder im Endeffekt gut für diesen jeweiligen Menschen sein. Dass sich dadurch eben etwas ändert zum Positiven. Gut. Mit diesen Informationen beende ich diese Legung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, war nützlich für euch. Hinterlasst ein Like, spendet mir etwas, bucht eine persönliche Legung, wie auch immer ihr das machen wollt, um mir Danke zu sagen, ja, und um meinen Kanal auch zu unterstützen. Danke fürs Zuschauen. Ich sage auch von meiner Seite aus gern geschehen, aber ihr könnt mir gerne auch in den Kommentaren ein Danke hinterlassen oder auch schreiben, wie ihr resoniert. Ja, ihr müsst ja nicht so ins Detail gehen oder mir auch Fragen stellen, wenn ihr das wollt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Alles Gute für euch, nur das Beste für euch. Bleibt stark und wendet euch gerne an mich, wenn ihr Hilfe benötigt, wenn ihr eine persönliche Legung haben wollt oder schreibt eben auch Fragen in die Kommentare. Und bitte, wenn es eine konkrete Frage ist, dann unbedingt mit Zeitstempel, sodass ich mir nicht das ganze Video nochmal anschauen müsste. Also das möchte ich nicht unbedingt, ja. Oder einfach eine allgemeine, konkrete Frage ist auch möglich. Okay, also alles Gute und Liebe für euch. Bleibt stark. Ich wünsche euch nur das Beste und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder oder ihr mich. Bis dann.